Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sitzen gerade in einem Bus, mit dem sind wir gerade aus Barcelona, aus der City, rausgefahren nach PortAventura World. Und vorne auf dem Bus steht Intamin drauf, so wie auf unseren Lanyards auch. Oder auf diesen Badges, Lights on Day. Wir sind in PortAventura World zusammen mit Intamin. Und Intamin hat eingeladen zu einem sehr spannenden Tag. Und wir gucken uns ein bisschen was Backstage heute an. Und jetzt gerade sind wir angekommen. Super liebe Begrüßung von PortAventura und auch geiler Support von denen allgemein. Und ja, jetzt steigen wir alle wieder in den Bus ein, aus dem wir gerade ausgestiegen sind und fahren zu unserem ersten Stop für heute. Und wir versuchen euch, soweit es geht, ein bisschen mitzunehmen. Ich bin sehr gespannt, was wir zeigen können, was wir sehen werden. Und ja, viel Spaß wünsche ich euch jetzt in diesem Video. Wir befinden uns jetzt Backstage in PortAventura und hier ist die Halle von Uncharted, Intamin Multi-Dimension Coaster. Und ich bin gespannt, weil das Ding kennen wir noch gar nicht. Das ist eine neue Attraktion für uns, auch ein Count, der fehlt. Ja, Indoor Coaster auch immer spannend, also schauen wir mal, was da jetzt bei rumkommt. Uncharted that the PLC that all the signals inside the ride, sensors, motors are controlled in this room. And in the other room, you will see all the part of the LSM part. How to distribute all the energy. Jo, wir haben uns in zwei Gruppen aufgeteilt und sind jetzt gerade draußen und zwei große Elektroräume. Der eine, in dem wir jetzt gerade waren, da seht ihr jetzt ein paar Aufnahmen zu, ist erstmal nur ja, alles an Steuerung, was zusammenläuft. Und aus der Halle, wo der ganze Ride unterwegs ist, dann hier zusammenkommt. Und jetzt gehen wir mal in den zweiten. This is the part of the ride that have more power. Okay, it's about to, like Red Force probably you know, in Uncharted, the wars of all the cycles like the Red Force. But yes, please pause here. So in Launch 1, Launch 2, Launch 4, and Launch 5. Okay, how it works, the power and the function of the LSM. In the network of the PortAventura, okay, we don't have enough power to have in the launch all the train to pass the train through the launch with the power of exterior. So we need to save the energy in the supercap systems. How it's supercap systems? It's a big capacitor that saves the energy. So it's like here there are 16 of the 52 supercaps here inside. So all the energy saves here inside. And when the train goes through the launch, or the energy goes through these cabinets and passes to the other cabinets in the status. Okay, so then in Red Force I will explain more accurately how it works in LSM, because it's more easy to explain on Red Force than on Uncharted, because in Uncharted it's distribution, but the thing is external power from PortAventura AC converts here to DC. Okay, in DC we save all the energy in these cabinets in DC, because DC power is the best way to save energy with any problems in the fluctuating energy. And then DC power goes to these cabinets depending on the launch and transfers DC voltage to AC voltage. Okay, and this energy that goes to the every inch starter in the part on the launch. Okay. Because every train has her life. Okay. Every train have a PLC. So every train communicates differently with the main PLC of the ride. So
how works the train? As you know probably, the train rotates, okay, for itself. This, in the position on the right, was a big, the most for me, as I see, the most difficult thing, because at the first rise, the train always arrive in a bad direction, always bad, okay? So now the train was good. So how it works, the train? The train have a motor, have a PLC, okay, have different controls. Something, how say to me, how we can do that the train rotates inside the train? Something can explain to me which we do, which batteries, which condensators. Only knows how to do. Condensators? More? No? Okay. Computers? Sorry? Inside computers? Computers, but how we can save this energy, or inside the truck there is like collector, or how we can do anything knows? Supercap. Sorry? Supercap. Supercap, yes, good. Easy for you. Okay, in the station there is a charger part that we charge the train. Through the resistance to control all the intensity, we charge 8 supercapacitors. Okay, so we have enough power to have all the control of the vehicle and all the power for all the motors. So with these supercapacitors, we save all this energy. In the station, when the people are loading to the train are charging. Okay, it's charging the train, so you have all the power to during all the cycle have this movement spins that you have that you sense in your lab. Bisschen witzig, jetzt gerade in einem Ride zu sein, den ich noch nie gefahren bin, der Indoor ist und glaube ich auch so ein bisschen von Überraschung lebt und hier durchzulaufen. Wir haben jetzt gerade den Zug gesehen, auch super spannend, super komplex, da könnte man glaube ich mit 1 Stunden Video selbst drüber drehen. Und ja krass, jetzt sind wir in der Halle, wo der Ride auch fährt. Das ist ja verrückt hier. Was ich noch gar nicht, glaube ich, erwähnt habe, wir haben hier übrigens nicht nur Multi-Dimension Coaster, sondern auch ein LSM gelauncht. Vorsicht, hier ist ein Loch. Und ja, Lounge 5, da haben wir gerade angefangen und reingekommen durch die Maintenance Bay, die ja draußen ist. Bei einem Indoor Coaster ein bisschen witzig, dass der Wartungsbereich dann draußen ist. Und dann gibt es auch noch einen Turntable, über den sind wir quasi ganz hier reingekommen. Und hier sind nochmal überall Gräben mit Lounge-Tracks. Das ist echt crazy. Und sehr geil finde ich einfach, ja, der Teamleader von dem Team, was sich um diese Anlage immer kümmert. Ey, das, was ihm am meisten Spaß macht, ist einfach die Anlage in Betrieb zu nehmen. Oder wenn eine Störung mal ist, eine Aufgabe, also die Challenge zu haben, diese zu lösen und einfach auch zu sehen, wie die Leute Spaß haben. Das ist so dann das Finale, das größte Highlight, die Freude und Adrenalin der Menschen zu sehen und zu spüren, wenn es dann richtig losgeht und alle fahren können. Und das ist auch super crazy und das finde ich echt cool. Also die haben richtig Bock, richtig Passion. This is the block sensor, so it's for safety things, okay? So if this train that goes to the station don't arrive in these 2 sensors, any train can occupy this block position, so it's for safety. Any train cannot enter in a place that there is a train inside the block. So during all the track, you can see these 2 sensors in different parts of all the track. So are like sections, one section, one block section or block section. Any trains can enter in a block section that there are other train. It's for safety, okay? So there are 2 because if one sensor gets wrong, okay, I detect one sensor
and the other don't detect. So now I will have a fault in the system. So discrepancy with our sensors. So that's the reason, because in all the sensors in the right are double. Okay? Because if one don't work correctly, we know first which sensors are making the wrong signal, and two, for safety reasons we need to stop and verify that the sensor isn't working. Okay? Like 90 degrees, it's not okay. It needs to be a little inclined. Okay, like now it's okay. So here for us it's not correctly. More safety, we prefer a sensor to indicate, but it's the responsibility of the operator and department verify that it's safe for depends of the weight of the guest. Okay? I will do it here in if you want, I can do it one, okay, in the unknown position. So we power the train, have a connector, and then magic. If you remember the low battery. But now I have power to open. Only for row. This row I cannot open. And this no. Okay, so for safety evacuation. Okay. It's easy. Wir haben uns jetzt gerade den Zug ein bisschen angeguckt und ihr habt jetzt gerade gesehen, Mindeststellung wird überwacht durch Sensoren, und wenn nicht alle Sensoren Mindeststellung erreicht haben, kann der Zug nicht losfahren. Man hat dann aber hier in Portaventura nochmal eine Markierung gemacht, wo man sagt, ey, das ist dann nochmal ein visueller Check von uns, und die Bügel können nur in der Ausstiegs- bzw. Einstiegsposition geöffnet werden. Und wenn ihr euch jetzt fragen solltet, wenn ihr jetzt irgendwo im Blockbereich stehen bleibt, wie komme ich denn dann da raus? Dann gibt es ein Battery Pack, mit dem man rumläuft und die Bügel öffnen kann, aber immer nur reihenweise, damit du trotzdem noch die Kontrolle hast, dass nicht jetzt alle auf einmal aus dem Zug rausrennen und wild durch die Halle laufen. Desde España hasta el Nuevo Mundo, donde se hicieron con todos.
der Tour durch die Halle, die übrigens vorher schon hier stand und der Coaster quasi dann hier reingefummelt werden musste, ging es jetzt natürlich auch zur Fahrt und unserer ersten Fahrt und dann mit Lights On und ja, der erste richtige Dimension Coaster von Intamin, weil das im Moviepark ist zwar auch ein Multidimension Coaster, aber gar nicht mit dem Potenzial, den das Ding hat. Seitwärts launchen und Schienen, also Weichen, die sich drehen, ohne dass der Zug sich dreht. Also der Zug dreht sich, aber das Vehikel bleibt auf der gleichen Position. Steile Drops nach unten, da ist ja noch so viel möglich. Jetzt Lights On, ohne Effekte, ohne Show. Also die Screens wurden bespielt, vor denen man stehen bleibt. Aber natürlich mit ja, im Dunkeln, mit Lichteffekten ist das Ganze was anderes. Und man kann das natürlich komplett übertreiben und vollpacken mit verschiedensten Sachen, die passieren. Wir waren, also Uschi und ich waren die beiden einzigen bei uns im Zug jetzt oder im Wagen, die das Ding vorher noch nicht gefahren sind und alle anderen sind auch komplett immer noch am Eskalieren, am Spaß. Sehr, sehr gute Bahn, fährt unfassbar smooth, würde man auch erstmal nicht meinen bei so einem großen Vehikel, was sich drehen kann. Aber wie schnell sich das dreht, wie gut sich das an den gewissen Stellen dreht. Daniel hat auch eben mal unten runter gezeigt, wo da so die entscheidenden Punkte sind. Super spannend und super komplex. Also allein über das Fahrzeug könnte man, glaube ich, den ganzen Tag reden. Und wir werden aber auch noch mehr über Uncharted erfahren. Und dann werde ich euch da vielleicht auch noch mal ein bisschen abholen können. Aber bevor jetzt gleich aufgemacht wird und die Leute alle hier reinströmen, weil es halt eine unfassbar beliebte Attraktion ist, werden wir gerade einmal hier durchgeschleust mit Lights On fahren. Was auch so oder so ein absolutes Highlight ist. Dark Coaster mit Putzlicht zu fahren oder Werkslicht oder Arbeitslicht oder ich weiß nicht, viel Licht. Wir dürfen gehen. Ob die Leute Bock haben? Ich glaube schon. Zu Recht. So, wir sind jetzt wieder aus dem Park raus und wir wechseln die Location und gehen jetzt zu Furious Baku. Das ist nämlich auch eine Intamin-Anlage und da müssen wir uns natürlich auch mal angucken. Ein bisschen schwerer, größer und schneller, würde ich mal sagen. So, wir sind jetzt bei Furious Baku und das ist ja ein Hydraulik-Launch-Coaster von Intamin. Alter Schwede, dieser Apparillo ist nicht so gigantisch groß, einfach was viel Kraft da freigesetzt wird. Das ist einfach nur Hass, der in Geschwindigkeit umgesetzt wird. Und ja, mal kurz versuchen euch zu zeigen, wie so ein Hydraulik-Launch-Motor aussieht. Nehme ich euch einmal mit hier auf die Zeichnung. Und das Prinzip ist ja relativ einfach. Also hier haben wir zum Beispiel auch das Seil, das wird über eine Winde aufgedreht. Das ist ein klein bisschen Gewusel. It's been occupied these blocks, so one train now is in the waiting block, the other one now is a loading. So the operational team now is loading the train itself. And now when it's this one moves to the launch, the hydraulic system will start to operate itself. And then when the process is finished and the required pressure reaches to 275 bars, the system stops, and now there's the catch car hooked to the train. It moves the train to 135 kilometers per hour. Now you're gonna see that. You see here as well that the system tells the operator himself that the hydraulic system is not ready. Now the sensor just tells, okay, now the system is ready. Now the train moves to the launch. Just wait for it waits there for like 3-5 seconds for the system to operate, and then when it's finished, it pushes the train to 135 kilometers. One here as well, there's a list of errors that comes up to the train. We go as a mechanical team or clerical team, we go to the operator, we try to reset all the errors that we have. Here as well, we have the state of the train. Here are some more information about how many cycles has been done, all that information. How many cycles a day can you just find? Well, it depends on how many people you have in the flight. Usually, maybe it's around 200, 300, maybe more than.
So, wir sind jetzt bei Furious Baku und das Ganze ist ein Hydraulik-Launch-Coaster von Intamin. Und wir sind jetzt hier Backstage und hinter mir befindet sich der Raum, wo der Antrieb ist, der Hydraulik-Launch-Motor quasi. Und das Ganze ist ja relativ einfach. Hydrauliköl wird von einer Seite zur anderen gepumpt. Anders verdammt schnell und dabei wird eine Winde bewegt und die wickelt ein Seil auf und der Witz ist, am Ende von dem Seil hängt der Achterbahnzug und dann geht es ganz schnell von 0 auf 135, glauben wir. Und dann Tschüssikowski, 30 Sekunden später bist du auch zum Glück wieder zurück, denn Furious Baku ist ein Wing Rider von Intamin und man hat die Sitze neben der Schiene und ich habe das als sehr wild in Erinnerung. Das war gerade der Hydraulik-Launch-Motor, so klingt das dann. Danach geht das Catchcar, also das Seil, daran hängt das Catchcar, am Catchcar hängt der Zug, geht dann wieder zurück und das Hydrauliksystem überprüft sich selber und sagt dann, ey, yo, kann jetzt weitergehen und es gibt auch vorgeschriebene Cycles, wann das Seil getauscht werden muss und man hat die Prüfungen und alles. Es ist echt groß, wild und wirklich viel Energie, um wirklich einen schweren Zug von A nach B zu bringen. Immer wieder wirklich faszinierend und super beeindruckend, das mal live zu sehen. Und ja, du spürst es ja einfach, dass da was passiert. Das ist echt cool, das hier auch nochmal zu sehen, vor allem bei so einer Bahn, die auch echt besonders ist und es so nicht nochmal gibt. So, wir sind jetzt auch ein bisschen in der Maintenance Bay unterwegs von Furious Baku und hier werden die Züge abgestellt. Es gibt drei Züge. 2 sind in Betrieb, einer ist dann immer in der Maintenance, im Austausch der Teile. Sieht man auch hier, dass die Bügel gerade auf Seite sind oder dass auch andere Einzelteile hier liegen. Dann, was natürlich immer passiert, ist Räder tauschen. Die Räder hier sind durch, aber so richtig. Eso es lo que puede llegar a pasar. Und so sehen Räder aus, wenn sie neu sind und noch voll im Schuss und alles dran, so wie es sein soll. Also so kommen die dann neu auf die Bahn drauf. Das möchte zu mir. Ja, wenn ich mal einen Gurtverlängerer brauche, kann ich ja direkt mal was mitnehmen. So, wir müssen los, wir müssen zum Presentation und Lunch, aber wir haben jetzt gerade hier noch mit ein paar Leuten gegeiert, um noch mal einen Off-Road-Shot zu machen, hier kurz bevor der in die Schlussbremse fährt. Das Problem ist echt, die Operation in Portaventura ist halt wirklich miserabel und so kann man natürlich mehr Fastpässe verkaufen, also das ist Absicht und dann stehst du jetzt auch hier mal ein bisschen länger, aber da waren wir jetzt zu dritt, na komm, machen wir, wollen wir. Da sitzen wir aus. Genau, jetzt geht's zur Präsentation und zum Lunch. Ich weiß gar nicht wohin, aber schauen wir mal.
working here. So now Daniel with Valencia are going to make you a little presentation about multi-dimension coasters and also the process of Uncharted, why the party choose this type of ride, etc. And everything more project on that. So first I will just ask you kindly to stop recording everything unless you are going to... Wir sind durch mit den Vorträgen, super spannend, und Daniel Schoppen von Intermin habt ihr ja auch schon bei uns am Kanal gesehen, uns nochmal abgeholt im Thema der Launches, die Intermin über die Jahre hat und entwickelt hat. Den LSM und den Hydraulik-Launch haben wir ja auch beides dann heute gesehen, und auch, ich fand geil die Grafik mit den Vorzügen und Nachteilen von beiden Systemen, und beide Systeme haben halt ihre Daseinsberechtigung, das ist halt krass. Und LSM kann auch so skaliert werden bis zur Intensität von Hydraulik. Und natürlich ging es dann um Story Coaster und im Speziellen um Uncharted, und dann auch nochmal von Parkseite aus auch nochmal was dazu gehört und was so ein bisschen die Probleme waren, was man sich wobei gedacht hat, was wie, warum geworden ist. Dann gibt es noch ein sehr schönes Intermin-Technik, da ist auch noch was anderes Feines drin, das müssen wir euch dann auch noch mal zeigen. Aber wir haben jetzt kurz die Location gewechselt und sind jetzt gerade im Ferrari-Land, und das Ferrari-Land hat, glaube ich, noch gar nicht auf. Und hier steht Red Force, höchste und schnellste Achterbahn in Europa. Ich glaube sogar aktuell die höchste Achterbahn. Nee, der Top Thrill 2 Haufen fährt ja wieder. Zweithöchste Achterbahn der Welt. Mit LSM-Antrieb, und da gehen wir uns jetzt auch noch was angucken. What is the cooling system? Okay, the first one status, so with a lot of power. So we need to have the cooler inside, with water inside the saddle. So, hier haben wir jetzt Red Force, und bei so Bahnen ist das ja möglich, das wird ja sehr oft in den Wartebereichen auch irgendwie schriftlich mal erklärt, dass es zum sogenannten Rollback kommen kann, also der Zug zurückrollt, weil der die Kuppe nicht schafft. Gründe dafür können sein plötzlich verändernde Wetterbedingungen, wie starker Wind oder extremer Regen, der auf einmal kommt. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, diese ganzen Statoren, es gibt 54 Computer, die dafür sorgen, dass das funktioniert, der Linearsynchronmotor. Und wenn es da mal so eine Differenz, also einen Kommunikationsfehler oder einen kleinen Ausfall gibt oder einen Versatz, dann verliert man die Geschwindigkeit und schafft es nicht bis ganz nach oben. Und das ist absolut in Ordnung und nicht schlimm und nicht gefährlich oder sonst irgendwas. Denn also wir wünschen uns das alle. Man rollt nämlich dann einfach, rückwärts wieder runter, und dann geht es sanft in die Bremse und wird sicher zum Stehen gebracht. Es gibt ja zwischen den Statoren auch Bremsschwerter, die runterfahren, wenn man startet. Und da müsste man darauf achten, wenn der Zug drüber weg ist, dann gehen die wieder hoch und helfen dann auch runter zu bremsen. Das sind einfach nur Kupferplatten, und der Zug ist ein großer Magnet. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, warum schießt man den Zug denn nicht etwas schneller über die Kuppe? Und ja, das ist so ein bisschen gewollt, der Trick, das Spiel, dass es ganz knapp drüber geht. Und dadurch, dass es ganz knapp ist, kann es auch mal nicht klappen.
Wir haben da heute Morgen schon den Raum gesehen von Uncharted. Das ist ja auch ein LSM-Coaster, das ist auch ein LSM-Coaster. Die sind erstmal ziemlich gleich, was das angeht. Aber hier in PortAventura, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, haben sie jetzt irgendwie nicht so krass den Strom, wie sie den bräuchten, um die ganzen Sachen hier zu befeuern. Und der Strom wird hier halt vorher zwischengespeichert, einmal rübergebracht nochmal und dann kommt er hier vorne in die großen roten Schränke, die dann auf die Stratoren verteilen. Es ist so, wie wenn jetzt Getränke bestellt werden und du hast 5 Gläser, die machst du dann alle nach und nach voll und dann stellst du die alle auf ein Tablett und dann bringst du die raus. Und da drin werden die Gläser voll gemacht, die roten Kisten sind quasi das Tablett und die Stratoren bringen sie dann raus. Und dann alles so, wuff, gib ihn. Weil das sonst nicht funktioniert mit einmal, weil wenn das machen würdest, wird dann, glaube ich, in halb Spanien, ganz Katalonien der Strom einfach ausgehen. Und das halt jedes Mal beim Dispatch ist nicht oft, aber wäre auch schon doof. So, Red Force steht hier noch, steht auch. Wir konnten nicht fahren, denn der Park öffnet erst um 16:30 Uhr und wir haben jetzt gleich 14 Uhr und sind noch keine Operator vor Ort, die die Bahn mit uns drinnen fahren lassen könnten. Und damit endet dann auch das Event jetzt. Jetzt zeige ich euch gleich noch den Beutel. Also den Beutel habt ihr bestimmt jetzt gerade hier schon gesehen, die blauen Intermin-Täschchen. Aber Daschelis, was da drin ist, wollen wir euch natürlich auch noch zeigen. Und wir bekommen auch die Möglichkeit, wenn wir Bock haben, kriegen wir dann jetzt Tickets für Ferrari-Land und können dann nachher noch hier rein. Und ist auch jetzt noch freie Parkzeit. Intermin hat auch aus Barcelona, aus der City raus, einen Shuttlebus organisiert. Ein Shuttlebus ist jetzt ein Bussel. Mit dem sind wir heute Morgen auch hier angereist und damit könnte man jetzt auch wieder zurückfahren. Wir bleiben aber hier, denn wir starten jetzt noch ein Wochenende PortAventura World und auch sehr cool vom Park. Die haben dann aus dem Bussel raus unsere Kofferlis übernommen und schon ins PortAventura Hotel gebracht. Da werden wir sein. Das seht ihr in einem anderen Video hier auf dem Kanal auf jeden Fall auch noch. Aber wir sind jetzt gleich wieder, wenn wir drüben im PortAventura Park wieder zurück sind, weil wir müssen jetzt hier mal den geschlossenen Park verlassen. Jo, ich schneide gerade das Video und wir haben ganz vergessen, euch den Inhalt der Tasche zu zeigen. Intermin Lanyard, Intermin Tasche, Intermin Pin, habt ihr ja schon gesehen. Jetzt gerade dann richtig geil wie ein Blueprint, aber eigentlich das Typenschild, das wir jetzt auch am Start haben, was an der Bahn hängt quasi. Richtig, richtig geil. Da brauche ich auch einen Rahmen für, das kommt irgendwo hier hin. Und von PortAventura, habt ihr auch gesehen, diesen Anhänger. Und Dragon Khan hat ja jetzt 30 Jahre auf dem Buckel, die Bahn. Und das ist einfach mal ein Stück von dem Bronze-Bremsbelag. Wenn ihr Bock habt, machen wir da mal ein kleines Video zu, weil das ist schon was Besonderes. Da kann man ein bisschen was zu erzählen, wie das gemacht wurde. Und das ist ziemlich cool. Das ist ein Stück Bremse von Dragon Khan. Das ist geil, oder? Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr das Video euch reingezogen habt. Und jetzt abonniert ihr den Kanal, um das Ganze zu supporten und dass wir euch noch viel mehr so Sachen in Zukunft hier zeigen können.